Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und heute schauen wir uns das Thema Montagen bei Insert the Waistband Holster von Black Trident genauer an. Alles, was du darüber wissen musst, das erfährst du in diesem Video. Generell, was ist Insert the Waistband? Wenn du unsere Videos schon geschaut hast, dann weißt du, dass es bei Insert the Waistband um Holster geht, die innerhalb des Hosenbundes getragen werden. Das heißt, Holster, die ganz klar zum verdeckten Tragen sind. Bei uns habe ich jetzt hier das Viking-Holster und das Guardian-Holster. Es gibt über diese beiden Holster auch separate Videos. Schau dir auf jeden Fall an. Mega cool, super informativ und auch wirklich visuell. Sehr schön zum Anschauen. Jo, das Thema Montage ist gerade bei Insert the Waistband ein großes Thema. Generell ist es so, dass Insert the Waistband, also verdecktes Tragen und Führen von Waffen, sehr viel von deiner Kleidung, deinem Waffensystem abhängt. Und gerade wenn es um Kleidung geht, dann ist die Montage eine wichtige Sache, weil eine Jogginghose hat zum Beispiel keinen Gürtel, wo du einen Gürtelclip anbringen könntest. Und genau das ist hier das Ding, wo ich heute drauf eingehe. Beliebte Montagearten, wenn ich jetzt mir mal Montagen generell anschaue, dann habe ich Montagen, die an Gürteln festgemacht werden und ich habe Montagen, die an der Kleidung direkt festgemacht werden. Bei den Gürtelmontagen, das ist ein ganz klares Prinzip, wo ich halt einen Widerhaken habe, wo der Gürtel durchgefädelt wird, was dann über den Gürtel drüber gegeben wird. Bei dieser Montageart hier, das kann man sich vorstellen wie ein Hosenträgermechanismus, da wird das Ganze eben wirklich fest an der Kleidung eingeklemmt und generell kann es halt einen Unterschied machen, was sind deine Präferenzen bei solchen Clips und auch was für Kleidung trägst du. Jetzt schauen wir uns einmal kurz an die verschiedenen Montagepunkte bei den Holstern. Generell so beim Viking Holster habe ich halt die Möglichkeit, einerseits die Höhe der Montage und im Gegensatz zum Guardian Holster den Winkel des Holsters auch zu verstellen. Hier sind ganz beliebte Montagen, eben zum Beispiel der DCC Monoblock Clip. Der ist eben ein Metallclip, der ist super flach und gerade auch mit dem Black Trident Inner Belt ist das eine richtig coole Kombination. Dann haben wir hier eine der klassischsten Montagen, das ist der Fat Jenny Clip. Der Fat Jenny Clip ist auch ein Gürtelclip, wo ich eben auch hier einen Widerhaken habe, das geht drüber und hier kannst du eben auch dein Viking Holster sehr gut an der Hüfte führen. Das nächste, was ich hier habe, das ist der Ulti Tuck. Das ist auch nochmal etwas Spezielles, weil jetzt kommen wir wieder zu einem neuen Fachbegriff, den ihr vielleicht in einem vergangenen Video schon mal gehört habt. Das sind Tuckable Montagen. Tuckable, was ist das? Tuckable ist es dann, wenn ich mein Holster sozusagen Insert the Waistband führe und gerade für Hemdträger oder Anzugträger ist das ein Thema. Wenn nämlich natürlich das innen getragen wird, dann würdest du ja immer das Griffstück sehen, wenn ich sozusagen einen Sakko oder irgendwas trage. Und bei Tuckable ist es aber so, dass die Kleidung nachher zwischen die Montage und diesen Clip eben gegeben wird und dadurch kann ich eben das Griffstück verdecken. Also das ist hier nochmal etwas Interessantes, Tuckable. Das funktioniert beim Viking Holster auch zum Beispiel mit den Montagen, die hier unten angebracht werden. Hier ist es nämlich auch so, dass ich den Montagepunkt hier habe und hier seht ihr dann auch, da hätte ich dann einen Abstand dazwischen und hier kann ich dann eben auch mein Shirt hineinstricken. Voll. Hier habe ich auch schon die nächsten Montagen, also ich habe hier zum Beispiel den Insert the Waistband Clip, der auch wieder klassisch ist auch verfügbar für verschiedene Gürtelbreiten, das ist auch noch immer ein spannendes Thema. Eine wirklich coole Kombination ist eben mit dem Black Trident Inner Belt Rugged, weil ihr da nämlich wirklich eine feste Plattform habt, um die ihr das Ganze geben könnt. Und hier gibt es auch nochmal den Ulti Clip Slim, der auch sozusagen hier direkt an der Kleidung anhakt. Und als letzte Montageart habe ich hier noch den DCC Clip. Das ist sozusagen auch eine Möglichkeit, das Ganze zu tragen. Beim Guardian, hier habe ich eben diese Montagepunkte, die hier unten sind, die findet ihr auch zum Beispiel hier beim Viking Holster wieder. Und hier habe ich eben ganz klar einfache Clips, wie zum Beispiel hier den Ulti Clip, DCC Clip und hier den Insert the Waistband Clip. Ja, und das sind alles verschiedene Möglichkeiten, wie du dein Insert the Waistband Holster bei dir an der Kleidung anbringen kannst. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie uns super gerne hier unten in die Kommentare. Wir beantworten euch die gerne. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Wolf von Black Trident.